Störe ich vielleicht? Nein, überhaupt nicht. Nein. Wir haben gerade über Chris geredet. Nicht so wichtig. Ich wollte dich nur für heute Abend einladen zum Essen. Ja, sehr gern. Das geht nicht. Mama ist heute Abend schon verabredet. Mit mir. Vielleicht können wir das verschieben. Ungern. Vielleicht besprecht ihr das nochmal, ja? Und dann... Sag ich dir Bescheid. Okay. Danke, dass du nichts gesagt hast. Dass ich noch nichts gesagt habe. Und jetzt will ich wissen, was hier läuft. Wie man Kinder macht, weißt du ja wohl, oder? Was hast du vor mit Konopka? Ich konnte das Kind doch nicht einfach abtreiben. Und deswegen gehst du zu einem Speeddating, um es irgendjemand anderen unterzuschieben? Wie soll ich ohne Job ganz allein ein Kind großziehen? Tja, das hättest du dir vorüberlegen müssen. Sei froh, dass du noch nie in so einer Situation warst. Ich dachte, vielleicht lerne ich beim Speeddating den Richtigen kennen. Oder irgendeinen Dummen, den du deinem Kuckuckskind unterschieben kannst. Dass du mit Konopka jetzt das gleiche vorhast wie damals mit Nils, das ist das allerletzte. So ist das nicht. Ich habe mich in André verliebt. Verliebt, dass ich nicht lache. Das ist die Wahrheit, Norman. Wirklich. Ist das so schlimm, dass ich für mein Kind nur das Beste will? Komm mir jetzt nicht so. Außerdem wolltest du doch immer ein Geschwisterchen. Ja, wollte ich auch. Aber das ist über 20 Jahre her. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, ich weiß. Ja, warum überhaupt? Stehen nicht mehr auf Frauen? Doch. Ja, Konopka ist vieles, aber ganz sicher keine Frau. Vor Chris war ich nur mit Männern zusammen. Sie war die erste. Ja, und es ging über 20 Jahre gut. Und jetzt willst du auf einmal wieder die Seiten wechseln? Ich habe eigentlich keine Lust, meine sexuellen Vorlieben mit meinem Sohn zu diskutieren. Habe ich nach der Katastrophe mit Chris nicht das Recht auf ein bisschen Glück? André ist meine Chance auf ein neues Glück. Auf eine neue Familie. Mach's mir nicht kaputt. Bitte. Gut. Verabrede dich mit ihm. Wirklich? Und sag ihm, dass du schwanger bist. Was? Ist die Liebe doch nicht so groß? Du hast ja recht. Wenn unsere Beziehung eine Zukunft haben soll, dann darf ich sie nicht mit einer Lüge beginnen. Danke für den schönen Abend. Und die schöne Nacht. Die natürlich auch. Jetzt muss ich aber. Komm, ein noch. Ich darf nicht zu meinem ersten Termin gleich zu spät kommen. Ah, gut, dass ich Sie Guten Morgen. Ja, es tut mir leid. Was? Sie haben noch schlechte Nachrichten erhalten, oder? Nein, im Gegenteil. Ich habe mir Gedanken über Ihre Zukunft gemacht. Weil diese ganze Glückwunschkartenschreiberei und das ganze Zeug dazu sind Sie doch viel zu überqualifiziert. Was? Ja, ich möchte Sie jetzt mehr ins Tagesgeschäft einbinden. Und da bin ich bereit, Ihnen vielleicht ein kleines Gehalt zu zahlen. Ich meine, das sind jetzt keine Unsummen, aber ein nettes kleines Zubrot. Auf einmal. Ja, sowas muss wachsen. Also Begeisterung sieht anders aus. Weil Sie mich und meine Arbeit auf einmal so schätzen? Aber wieso denn auf einmal? Kommen Sie machen es doch nur, um bei meiner Mutter zu punkten. Ja, zugegeben, wenn sie sich freut. Das ist ein schöner kleiner Nebeneffekt. Sagen Sie, wie lief der gestrige Abend eigentlich so? Wunderbar. Keine unliebsamen Überraschungen? Nein, im Gegenteil. Also, sagen wir mal so, egal wie sich das zwischen Ihrer Mama und mir entwickelt, happy.
Müssen Sie nicht zu mir sagen, ha? Was machst du denn hier? Ich denke, du musst arbeiten. Ich bin ja nicht fest angestellt und kann mir meine Zeit frei einteilen. Marmorkuchen mit Schokoüberguss. Sollte eigentlich eine Überraschung werden. Den habe ich mir früher mal zum Geburtstag gewünscht. Und ich bin ganz sicher, du magst ihn auch heute noch. Ja, aber ich bin keine 5 mehr und lass mich mit Kuchen bestechen. Ich möchte doch einfach nur, dass du mich verstehst, Zwerg. Und mich nicht verurteilst. Du schiebst Konopka ein Kind unter. Und damit es irgendwie funktioniert, heuchelst du ihm die große Liebe vor. Ich heuchel sie ihm nicht vor. Mir brauchst du nichts vormachen. Das tue ich doch gar nicht. Ich habe mich ehrlich in André verliebt. Bitte, glaub mir das doch endlich. Ich würde mir so sehr wünschen, das Kind wäre von ihm. Mit ihm zusammen, da könnte ich mir vorstellen, es großzuziehen. Aber allein, schon der Gedanke macht mir Panik. Entschuldige. Geht's dir besser? Das ist also die berühmte Schwangerschaftsübelkeit. Bei dir war es noch viel schlimmer. Ich habe dir also schon im Mutterleib Danke. Sorgen gemacht. Du hast mir vor allem eines gemacht. Freude. Das ist jetzt wohl auch vorbei. Ich verstehe doch, dass du enttäuscht bist. Und ich find's ja auch nicht gut, was ich tue. Warum sagst du dann Konopka nicht einfach die Wahrheit? Weil ich ein Feigling bin. Ich habe einfach furchtbare Angst, ihn zu verlieren. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal so Schmetterlinge im Bauch haben würde. Nicht nur die. Nach Chris hätte ich nicht gedacht, dass ich noch mal so schnell eine Beziehung eingehen könnte. Aber bei André... Weißt du, wenn ich ihm jetzt sage, dass ich von einem One-Night-Stand schwanger bin, dann rennt er doch schreiend davon. Das würde ich wahrscheinlich auch tun an seiner Stelle. Auf jeden Fall glaubt er mir nicht mehr, dass ich es ernst meine. Das tust du aber, oder? Verstehst du jetzt, in was für einer Zwickmühle ich stecke? Dabei könnte alles so schön sein, so einfach. Lass den Kopf nicht hängen. Guck mal, bis das Baby da ist, haben wir noch ein bisschen Zeit. Und die sollten wir uns vielleicht mit so einem Stück Marmorkuchen versüßen. Oder möchtest du lieber saure Gurke? Oder beides? Ist das schön. Freut mich, dass es dir gefällt. Es ist vor allem schön, weil du da bist. So etwas wäre Chris nie eingefallen. Vermisst du sie? Jetzt im Moment? Nein, überhaupt nicht. Und sonst? Manchmal. Wir waren über 20 Jahre zusammen. Und sie war die erste Frau in meinem Leben. Sag mal, war das nicht seltsam, als du gemerkt hast, dass du nicht nur auf Männer stehst? Und wie? Das hat mein ganzes Leben durcheinandergewirbelt. Aber egal, ob Mann oder Frau. Wenn man nach über 20 Jahren betrogen wird, dann... Ja, das ist bitter. Stimmte schon lange nicht mehr zwischen uns. Wir haben einen großen Segeltörn gemacht, um unsere Beziehung in den Griff zu kriegen. Das hat uns dann leider aber auch nicht mehr geholfen. Aber wenn das alles nicht passiert wäre, dann hätte ich dich nie kennengelernt. Und das wäre wirklich sehr schade. Hoffentlich finde ich hier in der Gegend deinen Job, wenn ich mit der Website fertig bin. Es wird nicht einfach.
Ja, vielleicht ergibt sich ja was am Fürstenhof. Ich habe schon mit meinem Bruder gesprochen. Wirklich? Danke. Naja, das ist ja nicht ganz uneigennützig. Was du alles für mich tust. Mit Nils hast du auch gesprochen, damit wir uns wieder versöhnen. Ich möchte nur, dass du glücklich bist. Du bist so lieb. Das habe ich gar nicht verdient. Doch. Das hast du. Das alles und noch viel mehr. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Das ist viel zu früh. Aber was soll's? Es ist, wie es ist. Ich bin verliebt. Dina, was ist denn los? Warum läufst du denn von mir weg? Habe ich irgendwas Falsches gesagt oder gemacht? Im Gegenteil. Du bist viel zu gut. Ich bin furchtbar. Na, das ist doch Unsinn. Nein, weil ich dich die ganze Zeit anlüge. Aber wie? Ich dachte, wir, du und ich. Ich habe mich in dich genauso verliebt, wie du dich in mich. Ja, wo ist denn dann das Problem? Ich bin schwanger! Aber das geht doch, das ist doch viel zu schnell. Von einem anderen Mann.